Hallo Leute, was machen wir heute? Wir sind jetzt endlich zurück aus der Sommerpause. Oh ja, die Sommerpause ist jetzt vorbei. Jetzt beginnt schon fast der Winterurlaub. Es war schön, aber jetzt geht's endlich wieder rund und heute ist der Patrick dabei. Er unterstützt mich heute. Was machen wir? Wir haben heute zwei E-Scooter mitgebracht. Einmal von Xiaomi. den Mi Electric Scooter Pro 2 und einmal von AOVO, leider keine Ahnung, wie man diese Marke ausspricht. Wenn uns wer unterstützen kann, bitte in die Kommentare. Haben wir auch ein Pro-Gerät, da sollten beide relativ identisch sein. Wie gesagt, fangen wir einfach mal an mit dem Auspacken Genau. und schauen wir uns die Teile an. Also wie immer, die Videos sind so gestaffelt. Unten findest du die Sprungmarken. Wir starten mit dem Auspacken. Dann werden wir schauen, was da alles dabei ist, ein bisschen den Unterschied erklären. Weiters dann noch die Spezifikationen ein bisschen anschauen. Jetzt geht der Rasenmäher an. Perfektes Timing. Super. Werkzeug und ein Ersatzreifen. Cool. Also ganz super mit dem Kreuz, ich glaub's nicht, Alter. Na, da hätten sie echt was Besseres sich einfallen lassen können. Aber Kreuz ist billiger als Torx. Und vor allem mein Tool ist schon so mega. Zum Einschnappen. Zum Wiederöffnen ist da das rote einmal zum Hineindrücken, vorne zum Hinausziehen und ich habe das ganze Ding wieder geöffnet. Jetzt schauen wir zu dem. Das heißt, das ist auch verriegelt. Wenn ich den jetzt da hochziehe, muss ich den einmal wieder entriegeln, dass ich da drüber komme zum Zumachen. Haltet jetzt recht gut. Wieder entriegeln und zum Zusammenlegen. Das Ladekabel vom Original ist länger und was hier uns noch aufgefallen ist, das Original ist größer. Größere Reifen, größeres Trittbrett, es ist im Allgemeinen größer. Xiaomi. Das ist der, weiß keiner wie der heißt. Aber wo? Auvo. Ja, Wunderbar, die erste Runde haben wir gemacht. Spaß macht's. auf alle Fälle. Jetzt kurz zu den Unterschieden. Mein Ding, da zeigt der Tacho 32 km/h an. Wobei Bei bei mir dir 23 bis 24. und in Wahrheit waren es wahrscheinlich 20 oder so. Das messen wir jetzt aber gleich nochmal. Das werden wir noch machen. Ja, GPS haben wir mit. ganz ein wichtiger Punkt. Vollgummireifen zu Luftreifen. Wir haben natürlich auch die Geräte getauscht. Da hinter uns ist so eine Schotterstraße dann weiter. Also mit dem Vollgummireifen hat das keinen Spaß gemacht. Das ist echt holprig. Also die 20, 25 würde ich da auf dieser Schotterstraße auch nicht mehr fahren, aber es ist auf alle Fälle fahrbar. Also Bremsen, das haben wir getestet. Genau. Das ist Sind ungefähr gleich. Annähernd gleich, das kann man vergleichen. Die Rekuperation, das heißt, wenn man vom Gas runtergeht, das ist bei dem Nachbau viel schwächer ausgelegt. Also bei dir bremst er viel schneller, Ich habe es aber auch in der App mittlerweile ein bisschen härter eingestellt. Ah, okay, du kannst das umstellen. Ich Das habe muss drei, erst ich hab schauen. 3 verschiedene Stufen zum Einstellen. Okay. Also im Ganzen finde ich die Geräte top. Die Verarbeitung von dem Nachbau ist nicht ganz so schön wie jetzt bei dem Original. Die Endgeschwindigkeit ist gleich, die Beschleunigung ist ziemlich gleich, also das ist wirklich nur ein Hauch Unterschied. Was wir schon noch gemerkt haben, man sieht es vielleicht nicht so auf dem Video, aber die Straße da hinter uns, die hat so ungefähr 12-13% Steigung. Bei
bei meinem Gerät hat er noch seinen Boost, würde ich jetzt einmal sagen, wo er kurzzeitig auf die 600 Watt gehen kann, statt die 300. Ich bin ohne Probleme raufgekommen. Ja, und ich muss schon schieben. Also dieser Boost hat das Ding nicht, deswegen, ja, ich meide einfach solche Bergstraßen. Ja, und jetzt im Groben kann ich sagen, willst gute Verarbeitung, willst was Schönes, kauf das Original. Oder vor allem auch die Straßenverhältnisse, bist du viel auf Schotterstraßen unterwegs mit den Gummireifen, also Luftreifen. Ja, genau, schau auf die Luftreifen. Und sonst willst du ein bisschen sparen, kannst auch den günstigeren nehmen. Langzeiterfahrung haben wir jetzt natürlich noch keine. Die aber kommen das, dann später nach. ja. Wenn dir das wundert, was das für Helm ist, du findest ihn unten in der Beschreibung. Also ich finde das ziemlich lässig mit diesen Magnetdingern. Yeah. Da bin ich neidisch, ja. Many months later. Dieser Reifen hält was. Es hat jetzt mittlerweile geschneit und jetzt gehe ich gleich mal zum Patrick. Hey, wie war das jetzt im Sommer? Wie viele Kilometer bist du mit deinem Device gefahren? Erzähl einfach ein bisschen. Genau, also im Sommer war das relativ praktisch, muss ich sagen. Bin knappe 400 Kilometer gefahren auf dem Ding. Habe das als tägliches Mittel genutzt, um die Arbeit zu kommen. Statt Viertelstunde bis 25 Minuten war ich in 8 Minuten dort. Das war perfekt. Jetzt im Winter ist ein bisschen anstrengend. Schneeketten oder Winterreifen, das war jetzt halt. Genau. Wie sind deine Erfahrungen sonst? Also bei mir ist es so, jetzt von der Zufriedenheitsskala, was ich jetzt da zwischen den zwei Geräten den Unterschied sagen kann. Also dein Xiaomi ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Also mein Nachbau, dieser AO, VO, das hat sich jetzt herausgestellt, dass er halt bei Weitem nicht so gut ist. Er ist grundsätzlich kleiner, hat diesen Vollgummireifen, aber die Reichweite, das ist bei Weitem weniger. Ich bin jetzt auch 350 Kilometer gefahren und fahre halt meistens zum Zug, pack das Ding dann ein und fahre vom Zug dann wieder zur Arbeit. Ja, ich schaffe hier maximal, ich sag mal 15 Kilometer. Und das ist halt schon sehr wenig, wenn man bedenkt, was der Hersteller eigentlich angibt. Also da ist der Xiaomi bei dir, ich weiß nicht, Ja, also was ist mit der Reichweite? die 40 Kilometer, glaube ich, waren es angeschrieben bei dem Ding, habe ich auch nicht ganz erreicht. Aber so an die 30, 35 bin ich ohne Probleme durchgekommen. Wenn er halt eher so an die unteren 20% kommt, fängt er an zum Zurückregeln, dann schaffe ich keine 25 km/h mehr, vor allem wenn es ein bisschen bergauf geht. Aber das, ja, sage ich mal, Okay. ist vor allem akzeptabel, wenn man an die Batterie drinnen denkt, Laufzeit, ja. Ich würde sagen, das passt noch recht gut. Okay, also bei mir muss ich sagen, ich habe da zwischendurch einen Berg, da muss ich drüber, das sind so 500 Meter. Da braucht er natürlich schon mehr Kraft. Also apropos Kraft, er ist mir auch zu schwach. Was ich jetzt noch gesehen habe, bei meinem Gerät, da gibt es jetzt zwar eine App, aber die App, entweder funktioniert sie nicht konstant, fällt aus, oder man kann halt mit der App eigentlich ganz wenig nur machen. Das ist wirklich ein bisschen was anderes bei dem Xiaomi-Gerät. Da gibt es sehr viele verschiedene Apps, was ich mitgekriegt habe. Genau, ja. Kann man einiges einstellen, allein wie die Beleuchtung sein sollte, ob da jetzt beim Bremsen blinkt oder nicht. Das hat mir recht gut gefallen. Auch den Bremswiderstand und so, oder? Genau, vom Rekuperieren, wenn ich jetzt nur mit der Motorbremse fahre, wie stark das ist, gibt es, glaube 4 Stufen. Nach Geschmack halt, was man bevorzugt. Was ich übrigens noch bevorzugen würde für mein nächstes Gerät, ist auf alle Fälle Hinterradantrieb oder Allrad. Das habe ich auch schon gesehen, dass das Ja. sehr viel Auswirkungen macht, auch wenn es nur ein bisschen feucht ist, vielleicht schon ein bisschen gestreut ist. Ja, nur mit einem reinen Frontantrieb kommt man halt doch sehr leicht ins, dass man wegrutscht vorne. Ja, also Allrad, das würde ich mir auch wünschen. Ein Allradgerät mit mehr Leistung, das wäre es natürlich. Ja, Ja. leistungsmäßig sind wir halt begrenzt, was wir haben dürfen. Ja, da geht es aber jetzt, bei mir geht es, ich meine eher mit Leistung, die Geschwindigkeit, das verstehe ich. Aber mit der Leistung sage ich, meine ist einfach zu schwach, dass ich auf den Berg gescheit Ja, draufkomme. also was ich jetzt noch im Kopf habe, ungefähr an die 600 Watt ist es, was er haben darf. Bevor das, oder
so lange gilt das Ding noch als Fahrrad und ich kann so fahren damit, ohne dass ich es jetzt anmelden muss. Anmelden, da werden wir glaube ich kein Gerät kaufen. Das wird dann wirklich ein Elektrofahrzeug werden. Also was halt echt ist, bei seinem Gerät kann man jetzt halt auch verschiedene Einstellungen treffen, dass man einfach, ich sage mal, kurzfristig die Leistung erhöht, damit man halt gescheit auf den Berg raufkommt. Das ist echt eine Schwierigkeit, auch beim Laden. Also mein Gerät ist im Gesamten bei Weitem nicht so ausgereift und gut. Der Verschluss, das wackelt schon und halt die Batteriekapazität, das ist halt echt schwach, muss ich echt sagen. Und was mir auch abgeht, wenn ich mit dir öfters durch die Gegend fahre, wir haben ja so viel, jetzt vor allem jetzt im Herbst und im Winter, da liegt schon Rollsplit und wenn ich damit fahre, mich haut es da so durch, da wären halt diese Luftreifen viel besser. Oder zumindest eine Federung. Oder zumindest eine Federung. Da hat sich jetzt ja sehr viel getan mit diesen ganzen Rollern. Also ich glaube, ich muss upgraden und auf jeden Fall Richtung Allrad. Also Allrad, das wär's. Ich träume ja vom Willi fahren. Das wäre natürlich super fein. Ja, und vor allem, dass ich halt ein bisschen mehr Power habe, wenn es Richtung Berg geht und so. Aber das schauen wir uns dann an, wenn wir uns dazu entschließen, ein Upgrade durchzuführen. Genau, da werden wir wieder Sicher was davon erfahren. Da werden wir sicher wieder ein eigenes Video machen. Apropos Video, hat dir das jetzt soweit gefallen? Gib uns doch gern ein Like, das wäre echt cool. Also jetzt passt gut zum Winter. Genau. Und ja, überleg auch, dass du zum Kanal abonnierst, die Klingel einschaltest, dann versäumst du die weiteren Videos nicht. Und in dem Sinne, haben wir irgendwas vergessen? Müssen wir noch was sagen? Na, aber Schneeketten werden wir jetzt auflegen müssen, dass wir den Berg wieder runterkommen. Ganz wichtig, aber eins haben wir vergessen, ganz wichtig ist, was halt noch ein Unterschied ist, abgesehen von dem Größenunterschied, es ist wirklich so, dass das Licht bei meinem echt mickrig ist. Ja, es ist ziemlich dunkel, jetzt machen wir den Lichttest. Also hier auf der linken Seite, das ist der Nachbau. Und auf der rechten Seite haben wir den Xiaomi. Und jetzt schalte ich mal von dem Nachbau das Licht ein. Mit einem Doppelklick. Da sieht man, so ist der Lichtkegel. Tut sich ein bisschen was, ja. Genau, und jetzt schlage ich vor, Patrick, du schaltest dein Licht dazu. Dann schalten wir uns mal ein. Bei mir ist es mit einem Klick. Ah, wow. Okay. Da braucht man nicht viel erklären, das ist einfach. Das sieht man auf den Genau. ersten Blick. Also der Nachbau, das Licht ist einfach echt mies im Vergleich. Jetzt merkt man nicht einmal, dass es noch Einheit, ich schalte es jetzt aus. Also wir sind da gefahren und du hast einen Scheinwerfer. Und bei mir ist es so, dass gerade einmal, dass ich ein bisschen nach vorn sehe. Bei dir ist es eher, dass du gesehen wirst. Bei mir ist es wirklich in beiden Richtungen Ja, gesehen und gesehen werden. also das ist auf jeden Fall ein Manko. Ich bräuchte eigentlich ein Zusatzlicht. Und das ist schon wieder, das nervt, weil ich habe eigentlich ein Device, was eine Batterie eingebaut hat. Da habe ich den Saft für die Lampe. Ja, und trotzdem ist diese so schlecht. Also das ist schon sicherheitstechnisch auch ein bisschen fraglich. Aber sonst, es war ein schöner Herbst jetzt. Du bist mehr gefahren, also so 300 bis 400 Kilometer sind wir jetzt mit den Dingen gefahren. Es macht richtig Spaß in der Stadt. Man kommt mit Leuten ins Gespräch. Also es ist echt cool. Also im Gesamten, sowas kann man sich zulegen, das macht Spaß. Man kommt weit und was auch sehr praktisch ist, dass die halt nicht so schwer sind. Das war ja für uns auch das ganz Wichtige. Dass man es im Zug mitnehmen kann. Genau, dass man es einfach In ins die Wohnung Auto mit drauf. hinten reinhaut. Zum Laden möchte ich noch was sagen. Man muss echt aufpassen, vor allem jetzt im Winter, den Akku nicht draußen, also das Gerät nicht draußen stehen lassen und dann irgendwann mal, wenn die Batterie schon ganz runtergekühlt ist, auf Minusgrade das Ladegerät einstecken. Das ist ganz schlecht. So macht man seinen Akku kaputt. Besser ist, den Akku vorzuwärmen über 0 Grad und dann das Ladegerät einstecken. Am besten gar nicht draußen lagern. Genau. Aber da ist halt immer die Frage jetzt mit der Sicherheit. Wir in der Firma, wir dürfen das zum Beispiel jetzt nicht mehr ins Gebäude so leicht mit reinnehmen. Wir haben einen eigenen Raum, weil einfach da ist schon viel Leistung drin, das ist eine große Kapazität. Und die Dinger, wenn man halt, ich bin schon ein paar Mal über den Randstein drüber, dann da kracht es ganz schön. Und da kriegt die Batterie halt einen Schlag und wenn es da halt irgendwelche
mechanischen Beschädigungen gibt, kann das schon blöd werden fürs Laden. Also da halt aufpassen, bei Batterien allgemein, bei Akkus immer aufpassen, wo man es lädt und halt nicht ganz alleine lassen, das Ding. Genau. Aber das war's jetzt, oder? Jetzt sind wir durch. Alles klar? Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal, dann sehen wir uns wieder im Sommer, nein, im Frühling. Hey, wenn dir das Video jetzt gefallen hat, gib uns doch gerne einen Daumen nach oben. Überlege auch, dass du den Kanal abonnierst und jo, Genau. vielleicht machen wir mal eine gescheite Ausfahrt. Auf alle Fälle. Passt. In dem Sinne, Tschüss. alles Gute, tschüss.